Heute geht es um die Frage, was ist Swing Trading? Andreas geht alle relevanten Punkte durch und zeigt euch dann an einem praktischen Beispiel, wie man vorgeht. Hallo, mein Name ist Nicola von Börse und Co. einfach erklärt und nun wünsche ich euch viel Spaß. Herzlich willkommen zu Börse und Co. Mein Name ist Andreas und da unsere kommende Börse und Co. Trading-Schule doch sehr breit aufgestellt ist und facettenreich, werde ich in den kommenden Freitagen immer wieder Auszüge an Inhalten euch präsentieren. Ich werde heute mit euch verschiedene Punkte durchgehen des Swing Tradings, der Trading Art, welche durchaus auch sehr gut für Vollzeit-Berufstätige zu praktizieren ist, da sie nicht ganz so zeitfressend ist wie zum Beispiel ein Daytrading oder dergleichen. Im Anschluss möchte ich euch aber natürlich auch aus diesem Werkzeugkasten etwas präsentieren. Ja, ihr seht hier unten berühmte Fragen, wann kaufen, wann verkaufen, wo der Stop. Und genau dazu werde ich euch mal ein kleines, einfaches Beispiel geben, sodass wir auch da ein kleines Doing haben als Inhaltsvorschau. Um was für Themen geht's? Erst einmal das Grundthema, wie in allen unseren Videos, auch in unserem Kanal. Es soll einfach dargestellt werden, Schritt für Schritt in der Geschwindigkeit, die zu jedem Einzelnen eben passt und dementsprechend klar und verständlich, so wie unser Kanal Börse und Co. einfach erklärt. Wir gehen natürlich die Themen durch wie Risikomanagement, welche Depotgröße, dass man bei den unterschiedlichen Assets haben sollte. Ja, denn ich sage jetzt mal, um eine Aktie traden zu können, da brauche ich oder da reicht eine viel kleinere Depotgröße, wie jetzt zum Beispiel, wenn ich an einen Future handeln möchte. Generell möchte ich aber schon mal vorab sagen, man kann auch beginnen ohne eine Depotgröße, denn man kann das Ganze auch erstmal einfach in Demokonten, in Simulationskonten ausprobieren, um erstmal die erste Sicherheit in den Bedienungen, in den Abläufen etc. zu bekommen. Wir begleiten euch natürlich ja, bei den Themen wie welcher Broker, welche Software. Wir werden euch eine breite Palette zeigen, zur Verfügung stellen. Wir werden aber euch natürlich auch, sage ich mal, die kleinen Kernpunkte zeigen, die absolut notwendig sind, so dass ihr zu keiner Zeit einfach den Eindruck habt, dass ihr erschlagen werdet. Ja? Deshalb, ihr werdet viel Informationsfluss von uns bekommen, auf den ihr Zugriff habt, müsst aber deshalb nicht jeden Broker oder jede Software auswendig kennen. Am Anfang, ja, da reicht uns zum Beispiel für die Analyse schon mal einfach ein TradingView und wir können schon sehr, sehr viel machen. Wir behandeln natürlich auch die Fundamentalanalyse in sehr ausführlicher Form, aber auch in einer Light-Variante. Wir werden beides zeigen, wir werden euch für beides Dinge an die Hand geben, da es doch nicht wenige Menschen gibt, die, ich sage jetzt mal, wenn sie Unternehmenszahlen sehen, nicht wirklich begeistert sind. Es ist einfach ein Thema, das sie vor Langeweile erschlägt. Das kann ich durchaus ein bisschen nachvollziehen, auch wenn ich ein Zahlenfetischist bin. Aber genau deshalb haben wir auch die Light-Variante entwickelt, ja, die dann mehr auf, ich sage mal, die Unternehmensabläufe, die Zukunftsausrichtung etc. geht, auf den eigentlichen Wert, den die Aktie wirklich hat und dann weniger, sage ich mal, die Geschäftszahlen, die Geschäftsberichtszahlen ins Auge nimmt. Wir lassen sie nicht komplett außen vor, aber deshalb ist es eben die Leitform. Ihr kriegt beides gezeigt. Was ihr dann nutzen möchtet, das entscheidet ihr. Wir zeigen euch, welche seriösen News- und Infokanäle wir nutzen, sodass auch ihr dort von eben separater Seite nochmal weitere Informationen ziehen könnt. Auch da mehrere Auswahlmöglichkeiten, wo wir euch zeigen, wo die Schwerpunkte liegen, sodass für jeden Geschmack sich doch etwas finden lässt. Welches Chance-Risiko-Verhältnis, auch das ist natürlich eine Frage, die überall, wenn irgendwo gehandelt wird, oft auftaucht. Ja, und natürlich werden wir das sehr eindringlich durchgehen. Aber ich sage immer, das beginnt eigentlich schon vorher, nämlich wann kommt denn überhaupt etwas in Frage, dass ich darin investiere? Und das denke ich ja, diese Voranalyse, das ist eins der A und O, das genauso mit dazugehört. Und
Ich kann euch schon mal die Angst nehmen. Nein, man muss dafür nicht studieren oder sonst was. Man muss ein bisschen Spaß dran haben etc. und eben Schritt für Schritt sich die Dinge aneignen in aller Ruhe und dann wird es schon. Was wir euch zeigen, könnt ihr anwenden in den Bereichen Aktien, Futures, Optionen und Krypto. Ja, das funktioniert also bereichsübergreifend, wenn Dinge anzupassen sind. Denn zum Beispiel ein Indikator, der muss natürlich für eine Aktie anders eingestellt sein, wie zum Beispiel für einen Kryptocoin. Aber auch da lassen wir euch nicht im Regen stehen, sondern zeigen euch das Schritt für Schritt. Unsere Absicht ist es, dass wir euch einen breiten Werkzeugkasten an die Hand geben, sodass ihr natürlich auch in den unterschiedlichen Marktphasen, ganz egal ob während Bullenmarkt oder Seitwärtsphase, klarkommt und dort eben sicher handeln könnt. Wir zeigen euch eine Reihe an unterschiedlichster Strategien, die ihr ausprobieren und nutzen könnt. Wir erklären euch ganz genau, wie sie funktionieren, wie ihr die Strategien anwenden könnt in den unterschiedlichen Zeiteinheiten, in den unterschiedlichen Assets. Wir gehen natürlich auch Themen an, wie zum Beispiel, welche Renditen können erzielt werden. Ja, wir zeigen euch, was möglich ist in den einzelnen Assets. Wir zeigen euch auch, was Utopie ist, also was einfach nicht machbar ist oder sagen wir so, wo eher der Lottogewinn dahinter steht. Ja. Ähm, ganz klar, man kann nachhaltig erwirtschaften, man kann nachhaltig den Markt schlagen. Dafür muss man etwas tun, das ist auch klar. Aber ihr werdet sicherlich das hinbekommen, da zweifle ich in keinster Weise, denn das haben schon viele erreicht. Aber das Doing, das Lernen gehört natürlich davor ab dazu. Jede Frage ist nicht nur erlaubt, sondern erwünscht. Das gilt bei uns generell, das gilt bei uns auch in unserem Kanal. Deshalb, falls ihr unseren Kanal mögt, ihr habt ihn noch nicht abonniert, dann drückt jetzt auf den Knopf, abonniert unseren Kanal, Daumen hoch, wenn euch gefällt, was wir tun. Und gerne Wünsche und Anregungen in den Kommentaren. In den Shownotes ist auch meine E-Mail-Adresse. Da ist er wieder, der Verhaspler. Ich habe schon gedacht, ich schaffe es heute mal ohne, aber nee, das funktioniert dann nicht ganz. Und ihr wisst ja, ich bin da wirklich unplugged. Ich schnippel nicht oder sonst irgendwas. Meine Leidenschaft ist der Markt, nicht wirklich Videos. Da bin ich nicht so confirmed drin. Also jeder Mensch hat Schwächen, aber ich denke, ihr verzeiht mir. Und wie gesagt, wenn ihr wollt, ihr könnt mich auch persönlich anschreiben, wenn es Fragen gibt, vorab zu der Trading-Schule oder Anregungen oder dergleichen. Kommen wir zurück zum Doing. Ich habe es euch ja versprochen, nämlich, dass ich euch ein wirklich konkretes Beispiel gebe. Und dann gehen wir doch hier gleich mal rein. Wir haben hier, habe ich einfach eine Aktie rausgepickt. Wir sind hier im Monatschart als Timeframe, damit wir gleich mal, und so beginnen wir immer, die übergeordnete Sicht in der großen Zeiteinheit. Ja, wir wollen einen langen Zeitrahmen sehen, was hat das Asset gemacht. Wir sehen seit 2005, ja, also da ging es mal richtig bergauf, dann ging es mal wieder runter. Leichte Seitwärtsphase, nochmal so einen richtigen Crash nach unten und seitdem klettert dieses Asset, diese Aktie doch munter und tapfer nach oben. So, ihr seht jetzt erstmal diese weißen Linien. So, das ist so der Klassiker. Ihr kennt vielleicht die sogenannte Support und Resistance. Ja, also Support, Unterstützung. Wenn ein Kurs Unterstützung findet, wie hier, er sitzt auf, ja, und dann geht er nach oben weg. Oder eben Resistance, wie hier. Der Kurs läuft die Zone an, wird da davon abgestoßen und schlägt wieder die Gegenrichtung ein. Ich benutze eigentlich meistens den Ausdruck Level, weil warum? So eine Linie, die kann mal als Support dienen, also als Unterstützung, aber auch mal als Widerstand. Und deshalb sage ich meistens Level, weil das doch neutral ist. Ja, deshalb, da gibt es jetzt kein richtig oder falsch. Bezeichnet es gerne, so wie es euch dann angenehmer ist. Wie habe ich das gemacht? Ich bin ins große Bild reingegangen, in die Monatsübersicht und habe geschaut, okay, wo berührt der Kurs? Ah, okay, hier, da ist ein Tief. Und siehe da, wenn man mal anschaut, ja, wir reden hier Dezember 2008 und hier haben wir Oktober 20, also 12 Jahre später, kommt der Kurs exakt hier hin und dreht und geht nach oben. Ja. Also das zeigt schon, diese Levels oder ich sage mal Handelszonen, bitte
Ja, also das geht nicht auf den Cent genau. Man sollte sich das eigentlich immer als so einen kleinen breiten Streifen denken oder sogar reinmalen. Ich habe jetzt einfach nur eine Linie reingezogen als Übersichtlichkeit. Ja. Ähm, aber ihr seht, so wie hier, der Kurs ist einfach da durchgepfiffen, fertig, aus, dann kam wieder nach oben so, aber hier hat es dann eben reagiert. Das heißt, solche Levels, ja, die sagen uns nicht, was passiert, aber sie sagen uns, dass das Bereiche sind, wo sehr wahrscheinlich etwas passieren kann und wird. Ja, nur wissen wir natürlich nicht die Richtung, aber trotzdem schon das ist eine Wahrscheinlichkeitserhöhung, dass man eine Orientierung findet in diesem Chart. Ihr seht diese weißen Linien und jetzt seht ihr hier eine gelbe. Diese gelbe, die kommt aus etwas anderem, die kommt aus einem sogenannten Volumenprofil. Das heißt, das hier ist zum Beispiel eine Marke, wo sehr viel Volumen umgesetzt wurde. Und dementsprechend spricht es natürlich für Handelsinteresse. Das heißt, ich habe hier bei dieser 9,60 und 9,53 habe ich also schon einen Bereich, der für mich doppelt so wichtig ist, ja, weil nämlich hier zwei technische Dinge etwas bestätigen, dass es hier, sagen wir, doch ein wichtiger Bereich ist. Und wenn wir uns mal da ein bisschen reinzoomen, ja, dann sehen wir auch hier, also der Kurs ist von hier bis da runter gelaufen und er ist genau in diesem Level, also in dieser Zone, ist er abgeprallt. Sprich, die Gegenpartei hat Maßnahmen ergriffen, die Käufer haben eingesetzt und haben den Kurs wieder nach oben gedrückt. Ja. So, das heißt also, okay, wir wissen, da ist was los, da passiert was, da reagieren. Da reagiert der Kurs immer wieder mal drauf. Jetzt gehen wir in die Tageseinstellung und schauen, denn wir wollen ja wissen, was passiert denn jetzt. Wir sehen hier der Kurs, wie vorhin schon angedeutet in der übergeordneten Sicht, also hier abgestürzt, genau in diesem Bereich abgeprallt und jetzt haben wir eine leicht steigende Phase, ja, aber ich sage mal so ein Mix, ja, nichts Ganzes und nichts Halbes, will ich mal sagen. Ja. Es geht zwar leicht nach oben die letzten Tage, aber es ist doch mehr eine Seitwärtsphase. Und wie wir aber sehen, der Kurs ist auch hier wieder von diesem Level, hat er angelaufen, wieder sich entfernt. Jetzt könnte zum Beispiel eine Strategie sein, ein klarer Tradingplan. Ich warte. Und das ist immer der Punkt. Es geht nicht, wann ich etwas kaufe. Das wann ich etwas kaufe ist vollkommen irrelevant, sondern es ist wo. Das ist der wichtige Punkt. Ja, und das wo, das bedingt dann natürlich auch, dass ich Geduld habe. Also ich würde jetzt kaufen, wenn ich long eingestellt bin. Ich habe jetzt diese Aktie nicht genauer fundamental oder was analysiert. Ich gebe euch hier einfach jetzt gerade mal einen kurzen technischen Abriss. So, dann würde ich aber warten, bis der Kurs hier drüber ist, sich leicht stabilisiert hat, ja, ich sage mal so ähnlich wie hier, und dann würde ich mich einkaufen. Wo würde ich meinen Stop hinlegen? Ungefähr in diesem Bereich hier. Warum? Ganz einfach. Hier unten, da will ich ihn gar nicht mehr sehen. Ich bin der Überzeugung, wenn ein gescheiter Aufwärtstrend, ja, wenn ich davon überzeugt bin, dass er einen gescheiten Aufwärtstrend hat, dann will ich sehen, dass der Kurs dieses Level hier durchbricht, sich hier leicht stabilisiert und dann Abmarsch nach oben. Oh, und wohin? Na, zumindest mal bis an diese 14,10 $. Warum? Weil diese 14,10 $ hier das All-Time-High war. Also, das ist das nächste relevante Level. Jetzt könnte dann zum Beispiel sein, ja, der Kurs geht wirklich bis hierhin, dann nehme ich ein paar, ich sage mal die Hälfte meiner Position raus. Das könnte zum Beispiel ein Vorgehen sein. Dann habe ich schon mal ein paar Gewinne gesichert. So, einen Gewinn zu sichern, ein paar Chips vom Tisch zu nehmen, ist es nie ein Fehler. Und dann würde ich meinen Stop von hier unten dahin ziehen. Bis kurz unter dieses Level. Fertig aus. Ich will nicht mehr, dass der Kurs hier drunter kommt. Das heißt, ich bin fast Break-Even. Ich habe hier schon einen Gewinn mitgenommen. Jetzt haben wir aber, ja, da sind wir am All-Time-High. Ja, wo könnte denn der Kurs denn dann hinlaufen? Weil da können wir aus der Vergangenheit nichts ziehen. Vollkommen richtig. Dementsprechend bin ich hingegangen und habe ein sogenanntes Fibonacci Extension angelegt. Ja, das wählt man hier unten an. Für den, der es nicht kennt, das Symbol sieht hier so aus.
trendbasiertes Fibonacci Extension. So, und dann wähle ich das an, das Tief, dieses Hoch und die Korrektur. Und dann zeichnet es uns die verschiedenen Fibonacci-Level ein. Fibonacci werde ich bei Gelegenheit nochmal separat erklären, ist auf alle Fälle eine Zahlenfolge, die ein sehr intelligenter Mensch gefunden hat und die sich sehr oft bestätigt, auch sehr oft in der Natur etc. und glücklicherweise auch beim Trading, beim Handeln von zum Beispiel Aktien. So, dann könnte zum Beispiel eben mein nächster Punkt sein, mein nächstes Ziel, genau hier diese 1583, das sogenannte 05er und als Nachfolge dann das 61,8er Fibonacci, auch Golden Pocket genannt, ja, mit 17,31 $. Das wären dann, sagen wir mal, die Marken, wo ich dann auch meinen Stop immer wieder, ja, also wenn der Kurs zum Beispiel dann eben bei dem 0,5er wäre, dann würde ich meinen Stop auch sofort nachziehen, eben bis hierhin. Weil warum? Da habe ich dieses Level als Rückendeckung. Ja, wenn der Kurs runterkommt, kann er nochmal hier nach oben abfedern. Und wenn nicht, dann werde ich eben ausgebucht. Dann werden meine Aktien verkauft, aber ich bin im Gewinn. Ja. Umgekehrt, sollte er sich nicht drüber stabilisieren und nach unten gehen, ja, dann wird mein Stop gerissen und dann schaut man einfach, dass der Stop nicht zu groß ist. Ja. Aber auch das sind natürlich Themen, die wir ganz ausführlich in der Schulung miteinander durchgehen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Vielleicht konnte der ein oder andere von euch was mitnehmen. In diesem Sinne, wie immer auch am Schluss, alles, was wir euch zeigen, sind rein unsere subjektiven Erfahrungen, unsere Meinungen. Sie dienen in keinster Weise, euch zu irgendeinem Kauf anzuregen oder als Anlageempfehlung oder dergleichen. Überall, wo wir an den Finanzmärkten etwas kaufen, verkaufen, sind wir selbst dafür verantwortlich und dementsprechend immer, wenn ihr euch unsicher seid oder sonstiges, dann sage ich ja immer, ja, dann lasst erstmal die Dinge weg. Man kann alles lernen. Es ist kein Hexenwerk. Und wenn ihr Lust habt, dann begleiten wir euch auch gerne auf diesem Weg. In diesem Sinne, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.